Wie wirkt sich das Verhalten des Fahrers oder der Fahrerin auf die Sicherheit von automatisierten Fahrfunktionen aus? Und wie kann man das absichern bei den vielen verschiedenen Fahrertypen, die man täglich im Straßenverkehr erlebt? Ja, zum einen mal müssen wir einfach in Kauf nehmen. Wir müssen einfach akzeptieren, dass Menschen mit den Systemen zusammenarbeiten und bei dieser Zusammenarbeit ja dann zum Teil eben auch schon mal dazu neigen, das System etwas zu missbrauchen oder nicht in der Art und Weise zu gebrauchen, wie es eigentlich in der Betriebsanleitung steht und wie es eigentlich auch der Ingenieur gedacht hat. Das müssen wir mit berücksichtigen und müssen letzten Endes auch durch eine Fahrerbeobachtung zum Beispiel solche Situationen erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten. Auf der anderen Seite spielt der Mensch aber eine ganz starke positive Rolle im Zusammenspiel mit den teilautomatisierten Fahrfunktionen. Wenn wir mal bei Level 5 sind, dann ist das Thema durch, dann brauchen wir den Menschen nicht, dann ist der Mensch nur noch Fahrgast. Aber in dieser Übergangsphase, und die wird sehr, sehr lange noch dauern, brauchen wir eben auch die Fähigkeiten des Menschen. Und jetzt abzubilden und vorherzusagen, wie sich Menschen verhalten werden, ist jetzt eine Aufgabe, die jetzt nicht zu den klassischen Ingenieuraufgaben gehört, sondern dafür müssen wir ganz stark und arbeiten wir ganz stark mit Verkehrspsychologen zusammen und bilden und diese Kollegen zusammen mit den Ingenieuren, Kollegen und Kolleginnen, zusammen mit den Ingenieuren bilden eben dann kognitive Modelle ab, die letztendlich dann eine Vorhersage oder eine Simulation menschlichen Verhaltens in den Fahrzeugen ermöglichen sollen und ermöglichen werden, mit denen wir dann die Funktionen nicht nur auf der technischen Seite, sondern auf dem Zusammenspiel zwischen Technik und Mensch, den kognitiven Fähigkeiten und den kognitiven Eigenschaften des Menschen optimieren können.